Hallo zusammen, wir sind heute auf der Burg Hohenneuffen. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit diesem Video. Wir werden dir auf jeden Fall zeigen, was man alles sehen kann und wo man langwandern kann. Was hat eine abgelegene Ruine auf der Schwäbischen Alb mit Game of Thrones zu tun? Eine fast vergessene Verschwörung. Genau das wollen wir heute hier herausfinden. Wir starten unsere Wanderung am Heidengraben, besichtigen den Heidenturm und der Aussichtsturm, der bietet natürlich einen wunderbaren Blick über die Schwäbische Alb und den Bereich der Ausgrabungen. Der Heidengraben selbst, ein uralter Ort, der schon vor über 2000 Jahren von den Kelten besiedelt wurde. Hier stand eins der größten keltischen Oppida Europas, ein riesiges, befestigtes Siedlungsgebiet. Noch heute kann man die alten Wälle und Gräben erkennen, die sich durch den Wald ziehen. Wir laufen vom Heidenturm auf einem der schönsten Wege zur Burg Hohenneuffen. Von hier aus folgen wir dem Wanderzeichen und dem Heidengraben entlang des roten Dreieckes auf dem HW1, dem Schwäbischen Alb-Nordrandweg. Der Weg führt zunächst durch lichte Wälder und vorbei an gut erhaltenen Wallanlagen des Heidengrabens. Unterwegs kommen wir an magischen Felsen vorbei, wunderschön anzusehen. Hier bricht die Schwäbische Alb ab, wie man an den Rissen, Löchern und Abbrüchen sehen kann. Wenn euch diese geologische Besonderheit interessiert, schaut doch mal beim Hirschkopf vorbei. Hier ist die ganze Schwäbische Alb abgerutscht. Das Video findet ihr oben. Unterwegs zur Burg entdecken wir wunderschöne kleine Besonderheiten. Der Molochsee, ein Vulkanembryo. Aber was soll auch ein Vulkanembryo sein? Der See befindet sich in einem Krater eines sogenannten Mars, eines vulkanischen Trichters, der durch eine Explosion entstand. Der Mollachsee zeigt ein Frühstadium dieses Prozesses. Es kam bereits zu einer Hebung und einer Rissbildung, aber der Ausbruch blieb aus. Daher sprechen Geologen auch von einem nicht zur Vollendung gekommenen Vulkan, also einem Vulkanembryo. Der Weg zur Burg selbst ist nicht nur wunderschön, er hat auch etwas Erhabenes. Mit jedem Schritt kommt man der Geschichte näher. Unterwegs findet man verschiedene Hinterlassenschaften, Burggraben und ähnliches, Mauern, bis man am Ende oben auf der Burg ist. So super typisch, dass du hier so einen Burggraben hast einfach. Und es macht Spaß zu sehen und zu entdecken und zu verstehen, wie hier die Geschichte von den Kelten übers Mittelalter bis in die Barockzeit reichen. Und zurück am Auto natürlich bis in die Neuzeit. Die Burg Hohenneuffen thront auf einem markanten Felsen über dem Albtrauf in etwa 743 Metern Höhe. Weithin sichtbar und strategisch perfekt gelegen. Ihre Ursprünge reichen zurück bis ins frühe 12. Jahrhundert. Um das Jahr 1100 ließ Mangold von Sulmetingen, ein Ministerialer der Zähringer, die erste steinerne Burg errichten. Bald wurde sie Stammsitz der Herren von Neuffen, die über mehrere Generationen hinweg bedeutende Reichsämter innehatten. Doch die Geschichte reicht noch weiter. Bereits die Kelten erkannten diesen hochgelegenen, abgetrennten Bereich und waren hier heimisch. Im 13. Jahrhundert kam die Burg in den Besitz der Grafen von Württemberg. Unter ihrer Herrschaft wurden die Anlagen stetig ausgebaut, insbesondere im 16. Jahrhundert, als sie zur Landesfestung gegen äußere Feinde und innere Unruhen ausgebaut wurde. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Burg Hohenneuffen 1635 nach 15-monatiger Belagerung kampflos übergeben. Ein symbolischer Wendepunkt in ihrer militärischen Bedeutung. Heute ist die Burg Neuffen eine der eindrucksvollsten Burgruinen Baden-Württembergs. Und falls ihr noch weitere Burgvideos auf der Schwäbischen Alb sehen wollt, dort drüben ist die Burg Hohenteck. Dazu weiter hier zum Video. Erbaut im 12. Jahrhundert war die Burg Hohenneuffen lange Zeit strategisch besonders wichtig. Im Jahr 1519 trafen sich hier die Adligen und planten einen Aufstand gegen Herzog Ulrich von Württemberg. Der Hohenneufener Konvent war ein Komplott. Hier planten Adlige einen Umsturz, doch die Intrige wurde verraten. Ein Stück dramatischer Geschichte, das in den Mauern der Burg geschrieben wurde. Die Burg wurde später Festung, Gefängnis und schließlich aufgegeben. Heute ist die Burg ein Ort der Ruhe und ein Denkmal mit Blick auf die vielen Jahrhunderte davor. Bereits die Kelten hatten hier verschiedene Burganlagen. Heute ist die Burg Neuffen ein beliebtes Ziel für Wanderer und Ausflügler.
Hier oben gibt es nicht nur Geschichte, sondern auch gutes Vesper, ein kühles Getränk und einen der besten Aussichten auf die Schwäbische Alb, den Albrand und man sieht sogar bis nach Stuttgart den Stuttgarter Fernsehturm. Im Sommer finden hier sogar Konzerte statt, ebenso Märkte und Falkner-Shows. Dies solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Hier wird Geschichte lebendig. Die Tour ist insgesamt knapp 4,5 Kilometer lang, perfekt für einen halben Tag draußen. Und das Schöne daran, Natur, Kultur und Geschichte liegen hier direkt nebeneinander. Ein echtes Juwel der Alp. Natürlich gibt es auch für die kleinen Gäste hier etwas zu tun. Hier gibt es beispielsweise die 3 Schafe aus Metall, die man erkunden kann, auf die man sich setzen kann. Und es wird sehr oft im Winter ein Feuer gemacht. Aber auch außenrum gibt es viel zu entdecken. Rund um das Mittelalter können Kinder hier auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Sie können Ritter spielen und in der Umgebung gibt es auf jeden Fall auch einen Spielplatz. Danke, dass ihr mit uns unterwegs wart. Wenn euch die Tour gefallen hat, hinterlasst ein Abo, ein Like und kommt nächstes Mal wieder. Natürlich freuen wir uns auch über einen Kommentar und vielleicht auch, was ihr gerne das nächste Mal aus der Region der Schwäbischen Alb sehen wollt.